So, willkommen zum kleinen deutschen Meme-Update-Video. Ich bin ja darauf hingewiesen worden, dass ich bei all meinen Videos auch eine deutsche Version habe, außer bei den Meme-Stocks. Ja, stimmt. Also heute, wir reden drüber, wie schaut es mit der AMC aus? Ist GameStop bereits bei seinem Boden oder muss es noch immer runter? Was macht Beyond? Haben wir jetzt die Chance für Sava nach oben zu schnalzen? Ähm, Ist Trump Media fertig mit seinem Pullback? Was hat FFAI letzten Freitag gemacht? Sehr wichtige Position derzeit. Und als letztes noch, ähm, hat Bad Bath Beyond noch eine Chance, dieses Jahr oder in den nächsten Monaten zu squeezen? Falls es euch interessiert, bleibt einfach dran. So, wie immer am Anfang, ich verwende diese Methode hier, die Fractal Method. Ich werde am Ende des Videos den Link zum Erklärvideo, weil ich habe ein eigenständiges Video dafür gemacht, dran linken. Oder ihr sucht einfach auf meinem Kanal die Playlist Fractal Method. Dort findet ihr es auch. Kleine Sache für die neuen Zuschauer. Mit dieser Methode. Es interessiert mich nicht, wer verkauft, wer kauft. Es interessiert mich nicht, ob ein Hedgefonds liquidiert wird oder Swaps oder Short Interest oder dieser ganze Bullshit. Es hat euch, uns, mir die letzten 5 Jahre nicht geholfen. Und kleines Geheimnis, ich garantiere euch, es wird euch auch in den nächsten 4 Jahren nicht helfen. Ihr könnt mich backtracken, schaut euch alle Videos an. Ich kann euch sagen, ich liege zu 80% richtig. Und wenn ich falsch liege, mache ich gleich im nächsten Video auch die Erklärung, ja, ich lag falsch und auch warum. Aber es lag nicht daran, dass irgendwer den Markt manipuliert. Einfach nur dazu gesagt. Okay, noch ein kleines Detail, bevor wir anfangen. Wenn man sich angeschaut hat, am Freitag ist SPY ja bei Marktöffnung nach oben geknallt. Da waren wir, glaube ich, bei 0,6% oben und dann sind wir runtergeneift. Wenn man sich allerdings alle Aktien, ich meine, ich weiß nicht, ob es alle Aktien sind, aber zumindest die, die wir uns auf diesem Kanal anschauen, angeschaut habe, die hat das nicht interessiert. Absolut nicht. In dem Fall muss ich halt wirklich sagen, für, sagen wir, 90% von all denen könnte es sein, dass wir wirklich schöne Monate vor uns haben. Okay, dann fangen wir gleich mal an mit Beyond. So, bei jeder Aktie heute, die ich zeige, die lange Geschichte, weil es halt das erste deutsche Video ist. So, also, hier ist unsere bullische Version für Beyond. Die bullische, warum? Ganz einfach, die bärische Version würde bedeuten, das war's. Reverse Split, Delisting, was auch immer. Ja. Für die bullische Version hat diese Aktie in seinem Peak im C angefangen. Und B und A müssen wir uns denken. Dann sind wir runtergefallen, nochmal raufgekommen zu unserem Lower Peak. Auch interessant, wenn man sich anschaut, wenn man der Meinung ist, dass alle Memes synchronisiert sind und der ganze Markt synchronisiert ist. Das Top von Beyond damals war 2019. Der Zeitraum, wo EMC und GME gesqueezed sind, war schon der Lower Peak. Und dann ging es schon runter. Ich nehme also an, für den Timeframe, wir sollten was sehen, bevor AMC und GME ihren Move haben. Meiner Meinung nach werden wir natürlich nicht C sehen. Beyond wird ein bisschen länger dauern, aber vielleicht sogar der nächste Move zu A. Für die Erklärung, seit unserem Lower Peak sind wir immer an dieser Trendlinie hier
haben wir unseren Kopf dran gehämmert und sind wieder runtergefallen. Wir haben es zwar ein paar Mal geschafft, drüber zu gehen, aber wir hatten nie wirklich einen richtigen Ausbruch. Also wir sind dann runtergefallen, dann war das hier unser Midpoint, wieder runtergefallen, das war unser T und unser absolutes Low, bin ich ziemlich sicher, dass es das war am 15. Oktober, am Mittwoch. Ja, und seitdem schlagen wir uns mit unserem Higher Low rum, weil für die Leute, die sich das Erklärvideo vielleicht noch nicht angeschaut haben, nach jedem Wie, wurscht in welcher Aktie, braucht man ein Higher Low. So, na dann schauen wir uns das an. Hier habe ich zwei Varianten. Die bullische Variante ist, dass unser Higher Low, was am 16. Oktober angefangen hat, war beendet mit November 21. Warum? Weil das Higher Low immer in einem V an der A endet. Also es muss immer zumindest 1 Cent unter dem niedrigsten Punkt von A fallen. Unser A ist hier. Und seitdem machen wir einfach nur ein Micro Higher Low zu unserem großen Higher Low. Ich werde das jetzt dann auch gleich bei FFAI zeigen. Genau dasselbe. Wenn es das wirklich ist, weil meistens ist es so, wenn wir unser großes Makro Higher Low machen und danach das Micro Higher Low, ihr werdet es auch in DGT sehen, sobald das fertig ist, knallt es nach oben. Sagen wir zu 90%. Also wenn es das ist und das Ganze hier vom 21. November bis 31. Dezember war unser Micro Higher Low, dann ist das auch schon fertig, auch perfekt wie an der A. Würde bedeuten, ab nächster Woche sollte es nach oben schießen. Die einzige Alternative für die, bleiben wir noch nicht beim Bullischen, sollte das so sein, was wäre unser nächstes Target? Unser A, das nächste, ist immer in der Nähe von unserem T-Punkt. Ja? Also, erstes Anzeichen, irgendwo hier ist unser nächster Peak für unser A. Wo genau? Ne? Man schaut einfach, der A-Pullback ist meistens entweder eine Fib Retracement 0.5 oder eine Fib Retracement 0.618 ne? Von unserem Allzeitlow. In dem Fall, weil das aber auch ein Ausbruch ist, wir wollen nicht mehr unter diese Trendlinie fallen. In dem Fall nehmen wir die Fib und dann schauen wir. Es sollte ja jetzt relativ schnell passieren, vor allem wenn wir halt den Move von Oktober wieder machen, sollte es relativ schnell nach oben knallen. Würde bedeuten, im schlimmsten Fall wäre unser A bei 12, weil hier ist dann, wenn wir dann Breakouten und retesten, ja, wäre das unsere 0.5 Linie oder im besten Fall irgendwo hier, weil hier ist unsere 0.6.8 Linie. Das würde dann so ausschauen. Aber ich sage immer, auch hier habe ich gesagt, passt's auf. Wir wissen nicht, wie hoch das Higher Low geht. Verkauft immer regelmäßig in den Chat-Test, weil bei der Fractal-Methode gibt es keine Squeezes, es gibt nur Chat-Tests. Und wenn man nicht ganz genau weiß, wohin es geht, und manchmal kann man das einfach nicht sagen, verkauft in dem Move. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr immer das Top erreicht, ist sehr niedrig. Und manchmal, wenn man keine Aktien hat, sondern nur Optionen, habt ihr gar keine Chance, weil manchmal ist es einfach ein After Hours. Ja. Und wie man gesehen hat, wir haben das Top erreicht, sind sofort schnell runtergeknallt. Ja. Also kein Financial Advice natürlich. Es ist immer am besten, wenn man schon in der Nähe ist, dass man dann schon langsam Gewinn mitnimmt. Was passiert nach unserem Mal? Ja, wie gezeigt, wo auch immer jetzt unser Top ist, sagen wir mal, es ist bei 20, ja, dann fallen wir runter.
im besten Fall auf so schnell. Und nachher geht es aber rauf zu B. Und das B ist immer in der Nähe von unserem M. Somit, das B wäre hier bei 43, kann jetzt ein bisschen drüber, drunter oder auf der Linie sein. Dann wäre wieder dasselbe von unserem A-Low zu unserem B-Peak. Bekommen wir die 0,5. Und dann ist nur noch die Frage, brechen wir Allzeithoch oder nicht. Jetzt zur Alternative. Die Alternative bedeutet, dieses Higher Low ist mit diesem Punkt hier nicht fertig und das ganze Ding ist Higher Low. In dem Fall wäre das hier kein Micro Higher Low, sondern unser T. Um dieses T zu beenden, müssen wir auf jeden Fall 1 Cent unter dem Punkt, wo das T angefangen hat. Das bedeutet, wir müssen mindestens 1 Cent unter 80 Cent. Und dann ist halt die Sache, wenn man sich das anschaut, wir haben hier noch immer eine Gap offen. Die Gap ist von 88 Cent bis 66 Cent. Wenn wir hier nochmal runterfallen sollten, werden wir diese Gap füllen. Es würde auch Sinn machen, weil wenn wir jetzt A runter, B, wir werden sehr lange Zeit nicht mehr hier runterkommen. Und das ist die letzte Gap, die offen ist. Es würde also Sinn machen, dass wir die füllen. Ja, vielleicht. Für Levels, also alles über 1,26 und ihr könnt die Alternative vergessen. Sollten wir noch einmal unter 80 Cent, 81 Cent fallen, ich glaube, dann werden wir Gap füllen. Ja? Somit haben wir jede Möglichkeit ausgelegt. Okay. Nächstes FFI. Weil wir ja davor geredet haben. Als erstes der Überblick. Hier ist unser komplettes Fractal. Es wurde beendet im April 2025. Auch hier. Hier haben wir angefangen mit unserem C. Lower High, Midpoint, fallen wirklich runter, T. Und hier auch schön zu sehen, wann war dieses T fertig? In dem Moment, wo wir unter den Wert gefallen sind, wo wir angefangen haben. Hier ist unser V, das Allzeit-Low. Und seitdem machen wir unser Higher Low. Wenn das jetzt dann fertig ist, von dem ich ausgehe, wäre unser nächster wirklicher A-Punkt, also der große, der Makropunkt bei 153 und unser großer B-Punkt bei 5000. Ich sage allerdings immer dazu, ihr werdet nicht hier raufkommen, ohne einen Forward Split zu machen. Ja? Wird einfach nicht passieren. Und wenn diese Firma keinen Split macht, ist die höchstwahrscheinliche absolute Endgrenze 153. Dann kommen wir hier rauf, rejecten und sterben. Aber in dem Fall interessiert es dann eh niemanden mehr, weil ganz ehrlich, von 1 Dollar rauf zu 153. Wie dieser Move ausschauen wird, im Gegensatz zu Beyond, wo ich gesagt habe, wir werden A, B, C machen, gehe ich hier davon aus, wann auch immer das fertig ist, wir knallen nach oben. Weil, wenn man sich die Vergangenheit anschaut, hier wie High Low Run, wie High Low Run, wie größeres High Low Run, wie High Low Run. FFI bewegt sich nicht langsam. So, wie schaut es jetzt aus mit unserem High Low? Naja, schauen wir uns das an. Auch hier, perfektes Beispiel, auch zu Beyond. Das hier war unser V&I, unser niedrigster Punkt. Seitdem machen wir das Higher Low. Meiner Meinung nach ist das fertig gewesen am 17. November. Hier, perfekt, V&I, but höher als das Allzeitlow. Und seitdem machen wir unser Micro Higher Low. Und letzten Mittwoch und ja,
am Mittwoch, den 31. Dezember, hatten wir unser V&A. So technisch gesehen ist dieses Higher Low fertig. Ja? Die einzige Alternative dazu wäre, das war unser T letzten Freitag und wir müssen noch einmal runter. Ja? Einmal tiefer als das und dann. Vielleicht. Ja? Andernfalls wäre das hier unser T. Es ist Micro-Tracking. Man zoomt auf niedrige Timeframes so nah ran. Da können wirklich Fehler passieren. Als erstes die bullische Variante. Für die bullische Variante, ich habe hier meinen Timeframe. Der ist vom 12. Jänner bis zum 19. Februar. Also für die absolut bullischste Variante ist der 12. Jänner unser Peak. Das bedeutet, wir knallen nach oben. 12. Jänner ist unser Peak, wo auch immer es sein wird. Und der 18. Februar ist schon der Pullback. Ne? Für die bärische Alternative, die noch immer bullisch ist, bedeutet das hier war wirklich unser T. Und bis zum 12. Jänner fallen wir hier runter. Also nicht unbedingt hier, aber wir fallen bis zum 12. Jänner. Und am 12. Jänner bekommen wir unseren Schuss nach oben. Ich gehe trotzdem davon aus, dass der 19. Februar schon der Pullback sein sollte. Die einzige wirklich absolut bearische Alternative bedeutet, wir hören nicht auf zu fallen. Wir brechen meine No-No-Linie bei 87 Cent. Warum No-No-Linie? Ja, weil dann, ganz ehrlich, vergesst es. Ja? In dem Fall nämlich stimmt das hier nicht mehr. Stimmt das hier nicht mehr. Wir würden irgendwo runterknallen. Keiner weiß, wie tief, weil hier unten ist nichts mehr. Vielleicht bekommen wir noch ein V. Dann müssen wir aber noch ein Higher Low machen. Dann wahrscheinlich noch ein Micro Higher Low. Dann kommt vielleicht noch ein Reverse Split oder was auch immer. Also, wenn wir diese Linie brechen, meiner Meinung nach Hände weg. Schaut aber derzeit noch nicht danach aus. Derzeit schaut es super für Jänner, Februar aus. Okay. Nächstes. Bed Bath Beyond. Da gibt es irrsinnig viel zu tracken. Ich tracke für Bed Bath Beyond jetzt einfach nur seit März 2020 bis heute. Wir fangen hier mit der bärischen Alternative an, weil es einfach die kürzeste ist. In dem Fall ist dieses ganze Fractal hier noch nicht fertig. In dem Fall ist unser letzter Peak im Oktober, am 3. Oktober unser T. Bedeutet, wir müssen unter 3,50 fallen und werden dann wahrscheinlich ein neues Allzeitlow machen. Dann müssen wir noch ein Higher Low machen und dann kann man wieder bullish sein. Das würde viel Zeit in Anspruch nehmen. Sehe ich noch nicht, aber die Alternative ist halt da. Für die bullische Variante war das hier unser T, und zwar am 24. Juli. Unser Fractal war fertig mit dem 7. April 2025 und seitdem machen wir unser Higher Low. In dem Fall ist unser Higher Low am 31. Dezember. Ich meine, es ist schon relativ interessant, dass so viele von den Memes zur gleichen Zeit das gleiche machen. Also man kann schon ein bisschen davon reden, dass ein bisschen da synchronisiert ist. Aber somit war am 31. Dezember unser V&A so niedriger als dieser Punkt hier. Somit ist dieses Higher Low fertig. Wir hatten auch jetzt am Freitag schönen Ausbruch. Das Einzige, was mir noch nicht so gefällt, ist, dass wir genau an dieser Trendlinie rejected sind. Ich meine, man kann auch sagen, ja, wir sind da rejected. Für die bullische Methode, im blödesten Fall machen wir jetzt ein kleines Micro-Higher Low, Breakout Retest und dann geht es nach oben. Ja. Sollten wir hier nochmal drunter fallen,
Schauen wir uns das an. Sollten wir hier noch einmal unter 5,39 fallen, wird es halt echt blöd. Anders kann ich nicht sagen. Die Sache ist, wir haben in dem Bereich, in dem grünen Bereich, keinen Support, gar nichts. Sollten wir hier nochmal drunter fallen, geht es wahrscheinlich sehr schnell nach unten. Und wie in der bärischen Methode schon gesagt, wenn wir hier unter 3,60 brechen, dann geht es nach unten. Ja. Schauen wir, was es uns bringt. Für Ziele. Also erstens, hier haben wir sogar einen Vergleich, wie der nächste Move ausschauen würde. Und zwar so. Das wäre der nächste Move von Bed Bath & Beyond. Alles über 6,76 ist bullish und ihr könnt die Alternativen vergessen. Klarerweise alles unter 5,39 ist extrem bearish. Für Ziele, naja, also wenn man hinauszoomt, unser nächstes Ziel für A, selbe wieder wie für Beyond. Wir wollen nicht unter diese Trendlinie wieder fallen. Das bedeutet, unser nächster Move wäre irgendwas bei 26, vielleicht sogar höher, wenn es nicht die Point 6.1 Linie ist. Breakout Retest für unser A. Falls wir das bekommen, weil in 2020 haben wir das nicht bekommen. Dann unser B wäre in der Nähe von 36. Wenn man es wieder komplett richtig macht, nimmt man dann wieder den Boden. Dann würde das bedeuten, wir kommen dann wieder hier runter und dann ist nur noch die Frage, brechen wir das letzte Peak oder nicht. Ja? Wie gesagt, man kann sich, weil Fractals wiederholen sich immer wieder. Sie werden nur für jede Wiederholung langsamer und größer meistens. Wenn man sich das hier anschaut, wir haben hier, bei A hatten wir zwar einen Pullback, einen kleinen, bei B nicht mehr. Ja. Müssen wir dann halt einfach tracken, aber dieser Move kann ziemlich steil nach oben gehen. Sollte es bullish sein. Schau mal, mit diesem kleinen Move hier am Freitag bin ich wieder ein bisschen mehr bullish geworden. Ja. Weil mit dem Move dann habe ich eigentlich die Hoffnung schon fast aufgegeben gehabt, weil eigentlich einfach für die Transparenz habe ich diese Sektion hier schon als V&A und als beendet gesehen. Ja, damals war das T noch hier und eigentlich hätten wir hier nach oben gehen sollen. Ja. Oder für die Bullish-Alternative und dann sind wir hier drunter gebrochen. Also das hier ist für mich die letzte Chance, bullish zu sein für Bed Bath & Beyond. Meiner Meinung nach schaut Bed Bath & Beyond von allen am schlechtesten aus. Aber meistens sind die letzten die ersten. Okay. Nächstes. DJT. Nein, das war schon die gestorbene Variante. Wir wollen diese Variante hier. Hier auch ein perfektes Beispiel. Derzeit muss ich ehrlich sagen, ich sage ja immer, man sollte immer eine Alternative haben. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt in den letzten Tagen geschaut, ich finde derzeit keine bärische Alternative. Es tut mir echt leid, ich finde derzeit keine. Ja. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen, ja, aber ja, habe ich einfach nicht. Wenn man sich IPO anschaut, dann war dieses kleine Rauf und wieder runter unser Higher Low von dem unsichtbaren vorigen Fractal. Danach kam unser A, unser B und unser Allzeithoch, unser C. Und seitdem machen wir ein Fractal. Und dieses Fractal, das erste, wurde beendet am 20. Februar 2025, weil da war unser V&A. Und seitdem, wie es dann schaut, haben wir unser kleines Higher Low gemacht. Wenn man dann hier ein bisschen runter geht in der Timeframe, seht ihr es wieder. Das gleiche wie bei Beyond, das gleiche wie bei FFAI, das gleiche wie bei Bed Bath & Beyond.
Wir haben ein kleines High Low, was in einem V&A endet. Wir haben ein noch kleineres Micro High Low, was auch in einem V&A endet. Und in dem Moment, wo es beendet war, Merger News am nächsten Tag. Ich kann es, DJT ist das perfekte Beispiel, dass meiner Meinung nach die News, Merger, Reverse Split, gute Earnings, keine Ahnung, irgendein Depp kauft 100 Millionen Shares, die kommen immer, nachdem der Move stattgefunden hat. Also meiner Meinung nach finden die Moves nicht wegen den News statt, sondern die News werden geschrieben, damit es eine Erklärung gibt. Ja. Weil es ist schon so oft passiert, genau an dem Tag, wo es fertig war, bam. Ja, kann man halten, was man will. So, das heißt, wir können jetzt nach oben schießen, oder? Die Sache jetzt ist für DTT, wenn man sich das Ganze hier anschaut. Ja. Wir haben hier unser Top, unser C. Das Ganze hier ist unser Lower Peak. Dann startet unser M, unser Midpoint. An dem Punkt startet unser T bis zu unserem Low. Ja, das sind 3 riesige LMTs. Und dann machen wir dieses kleine Higher Low. Ich muss ehrlich sagen, nein. Ich meine, ja, dieses kleine Higher Low war dafür zuständig, dass wir jetzt ausbrechen. Okay. Aber zu sagen, dass dieses kleine Fuzzi hier im Vergleich zu denen da steht, nee. Bedeutet, wir brauchen jetzt unser Makro Higher Low. Das Higher Low, was zu diesen 3 Punkten passt. Klarerweise, es besteht jetzt noch immer die Möglichkeit, das hat gereicht, wir knallen einfach nach oben. Okay. Meiner Meinung nach ist es aber eher wahrscheinlicher, ihr seht diese Trendlinie hier, dass wir diese Trendlinie jetzt noch nicht brechen. Das bedeutet, wir werden jetzt hier raufgehen, rejecten. Das wäre unser Makro Higher Low. Es wird in unserem V&A enden. Und der Punkt hier, ich meine, das kann man auch schon spielen. Ja? Irgendwas zu $30 wird es werden. Aber der Punkt hier, das ist der wirkliche Buy-in. Weil danach geht es rauf zu A bei 60, rauf zu B bei 80. Und dann ist nur die Frage, brechen wir allzeit hoch oder nicht. Ja? Wie wird dieses Higher Low jetzt ausschauen? Ja? Jetzt gehen wir wieder auf einen Lower Timeframe. So. Wir haben hier unser Higher Low. Wir sind ausgebrochen mit Merger News. Das war unser A. Und wenn man jetzt wieder die FIB nimmt und die 0.5, ja, wir sind zwar unter die Punkt 5 gefallen, aber nicht zu tief. Wir sind relativ in die Nähe von der Point 611 gekommen und gebounced. Ja. Also unser nächstes Level, meiner Meinung nach jetzt, wird B sein, also kleines b. Und dieses kleine b wird hier bei 30 sein. Ja, irgendwo hier in der Nähe. Das hier ist schon unser A-Boden. Der ist wichtig. Ja, also wo auch immer unser B jetzt ist, dort gehen wir rauf, fallen wieder runter zu unserem Point 5 von unserem A-Boden. Dann werden wir wieder raufgehen. Hier wird wahrscheinlich unser C sein. Lower High, Midpoint, T, V&A. Ja, L, M, T. Und hier ist unser V&A. Ich sage jetzt nicht, das muss so lange dauern. Ich habe das jetzt nur so groß gezeichnet, damit man es besser sieht. Aber hier. Und wenn es nur 12,50 ist, das ist der nächste Buy. Ja. Falls ihr das spielen wollt, ist ja nichts dazu gesagt. Ich sage nur, kein Financial Advice. Wenn man hier plötzlich sieht, dass wir hier raufgehen und plötzlich runtergehen, wieder raufgehen und wieder runtergehen, wenn ihr diese Formation seht, ich sage euch, das wird Lower High sein. Das ist das Zeichen, dass man runtergeht. Nur als Warnung. Ja. Wie gesagt, Alternative habe ich derzeit nicht.
Schaut einfach zu gut aus. Ja, ich glaube, das war alles für DGT. Nächstes Sava. Ich sag gleich dazu, Sava ist, ich glaube sogar, der, die Aktie, die am risikoreichsten von allen hier ist. Ja, von allen. Von allen, die ist meiner Meinung nach sogar risikoreicher als AMC und GME. Zwei Varianten. Erstens, warum schauen wir uns, das ist eine Bio-Company, warum schauen wir uns die Aktie überhaupt an? Weil sie eine bestimmte Sache macht. Sie kriegt immer ihren Peak, gappt nach unten, macht Bullshit, füllt die Gap. Bekommt ihren Peak, gappt nach unten, macht Bullshit, füllt die Gap. Bekommt ihren Peak, gappt nach unten, macht Bullshit, füllt die Gap. Bekommt ihren Peak, gappt nach unten, macht Bullshit, füllt die Gap. Ja? Das macht diese Aktie andauernd. Ja? Was haben wir also jetzt die letzten 4 Jahre gemacht? Wir haben unser V, unser High Low, unser A, unser B, unser Peak, unser Lower High, Midpoint T. Wir sind nach unten gegappt. Hier ist die Gap. Seitdem kann man sagen, machen wir Bullshit. Und für die bullische Variante kommt jetzt der Gap Up. Ja. Wie würde das ausschauen? Ja. Also für mein Tracking und nicht mit dem es schaut so aus, sondern für mein Tracking für die bullische Variante war dieses Low im April unser V&A. Und seitdem machen wir unser Makro Higher Low. Nicht Micro, sondern das große, das Makro. So, hier gibt es 2 Varianten. Machen wir das mal kurz weg. So, absolut bullish Variante bedeutet, wir haben unser V&A hier ist unser A, hier ist unser A-Boden. Letzten Dienstag sind wir drunter gefallen, perfekt, V&A. Für die bullische Variante, mein Timeframe dafür ist 9. Jänner, bedeutet nächsten Freitag, bis 20. Jänner. Und dazu sei auch gesagt, diese Aktie, die Gap-Ups starten immer Friday Pre-Market, Freitag After Hours oder Montag Pre-Market. Alles von Montag nach dem Pre-Market bis Freitag passiert meistens nichts, wenn man nicht den Run schon gestartet hat. Für die absolut bullish Variante bedeutet das, wir gappen am Freitag, am Montag nach oben. Ja. Das bedeutet, der 9. Jänner ist unser Peak. Und der 20. Jänner ist unser Pullback. Ich meine, wenn so ist, für die Leute, die noch nicht drin sind, zu spät. Die Alternative ist, weil wir jetzt unser Makro-High Low gemacht haben. Wir gappen jetzt nicht nächsten Montag, sondern wir machen jetzt unser Micro-High Low bis Freitag und die Woche darauf knallen wir nach oben und der 20. Jänner ist unser Peak und dann Pullback. Ja? Ich sage nur wirklich dazu, es ist das 100%ige Riskplay dieses Jahr. Warum? Für die bärische Alternative bedeutet das, dieses Higher Low ist nicht Higher Low und wir knallen hier nach unten. Das bedeutet, wir machen ein neues Allzeit Low und das sehr schnell. Vergleichbar ist das mit dem hier. In dem Fall wären wir jetzt gerade hier. Das ist unser nächster Move. Das bedeutet, wir gehen auf ein neues Allzeitlow. Und dann, das, was als nächstes kommt, das hier würde die nächsten 6 Monate dauern. Ja. Dann haben wir noch immer die Chance, weil ich gehe fix davon aus eigentlich, dass wir Gap füllen. Aber das wäre dann halt erst Mitte Sommer, Mitte Oktober. Ja. Deswegen 100%iges Riskplay. Das wird auch sehr schnell gehen.
Mit Optionen kann man hier ein Vermögen verdienen. Ich sag's nur, weil das hier wäre ein was? Ein 1000% Move. Die Sache ist, und die Optionen kosten derzeit gar nichts mehr. Ich sag nur, wenn wir diesen Gap Down bekommen, kommt sie aus diesen Optionen auch nicht mehr raus. 100%iges Riskplay, risk it or miss it, oder risk it and lose everything. Ja, ich würde nicht viel reinsetzen. Wenn, ist es perfekt. Wenn nicht, müssen wir wieder 6 Monate warten. Okay. Nächstes. Bleibt ja nur noch AMC und Jimmy. Yay. Okay. Weil es die deutsche Version ist, machen wir heute die komplette Story nochmal. Hier gleich vorab. Ich werde euch Zeitangaben machen. Ich gebe euch sogar Price-Angaben, von was ich denke. Ihr werdet von mir aber nicht hören Swaps, Short Interest, das gleiche wieder. Oder der nächste Move muss bis zu $5 Millionen pro Aktie gehen. Infinite Squeeze, weil Hedgefonds und Banken bankrott gehen. Mit meiner Methode, ich sage euch, es schaut fantastisch aus. Wir werden wirklich einen Chat-Test wahrscheinlich sehen. Ich sage euch nur, die ganzen Banken und Hedgefonds spielen mit uns. Die werden genauso viel Geld machen. Ja? Und all diese Daten mit Short Interest, Fails to Delivers und dieser ganze Schmorn bringt nichts. Es hat die letzten 5 Jahre nichts gebracht. Ja? So, also, fangen wir mal an. Komplett ohne meine Methode oder irgendwas. Was ist das? Das ist ein wunderschönes Megathon-Pattern. Ja, wir haben bei der IPO klarerweise am unteren Linie gestartet. Wir haben unseren Kopf an der oberen Linie, sind wir da rejected. Dann sind wir runtergegangen in die Nähe dieser Linie, sind raufgeschossen in 2021 auf unseren Kopf, sind hier rejected, runtergeknallt, sind April 2024 gebounced auf der Linie und jetzt sind wir wieder in der Nähe. So viel dazu. Gleich dazu, meine hohen Ziele sollten wir im Jänner jetzt was sehen. Ich würde sagen, wir sehen im Juni, so blöd es klingt, haben wir die Wahrscheinlichkeit 800, 900 zu sehen. Ich erkläre auch gleich warum. Schon allein deswegen, ich werde das auch bei GameStop zeigen. Ich glaube, diesmal sind die Rollen verkehrt rum. Ich glaube, diesmal wird AMC das größere Spiel sein als GameStop. Dann habe ich noch diese Trendlinie hier. Die war 2019 bis 2020 immer Resistance. In 2020 bei unserem Squeeze war es Breakout Retest. In 2024 war es Resistance und Support und wieder war es Breakout Retest. In 2025 war es das letzte Mal, dass wir sie berührt haben, bevor wir unseren kleinen Squeeze gehabt haben oder Chat-Test oder wie auch immer ihr es callen wollt. Und letzten Freitag, wir haben sie zwar ein bisschen gebrochen, wir sind aber noch über sie. Ja? Deswegen, ich hatte bis jetzt das Ziel, mein Ziel war 1,60. Es kommt auch immer darauf an, auf welcher Zeitlinie man sich das anschaut und wie genau man sie zieht, die Linie. Aber das war hier mein Price Target für den Boden. Ja. Sollten wir hier weiter runterbrechen, mein letztes Ziel wäre 1,37. Dann habe ich keine Linie mehr. So viel dazu. Das nächste. Weil zumindest in der englischen Arena, ich habe nicht wirklich deutsche YouTuber, die ich mir angeschaut habe, viele gesagt haben, wir werden vom Boden squeezen. Also wann auch immer wir jetzt unseren Boden bekommen, wir knallen nach oben. Nur meine Meinung, werden wir nicht.
wie ich bei jeder anderen Aktie gezeigt habe, jede macht nach irgendwie ein Higher Low. Jede. Auch EMC. Wenn man sich anschaut, 2025, hier unser niedrigster Punkt, Higher Low, nach einem V&A, Run. 2024, niedrigster Boden, Higher Low, Run. Auch in 2020 wie Higher Low, Run. Ich verstehe also nicht, warum es jetzt plötzlich anders sein sollte. Ja, es ist immer dasselbe. Es ist immer, Entschuldigung, blöde Windows-Benachrichtigungen. Wo waren wir? Es ist immer das Typische. Es ist auch bei Krypto. Ja. Wenn man sich Krypto anschaut, hat Krypto, wenn man diese Theorie verfolgt, immer einen 4-Jahres-Zyklus und immer am Ende des Zyklus sagen dann plötzlich alle, nee, das war noch nicht das Top. Wir haben es 4 Jahre gemacht, aber diesmal ist es anders. Ja, das gleiche zu sagen jetzt bei EMC, wir haben immer einen Boden und ein Higher Low gemacht, aber diesmal ist es anders. Ich glaube es also nicht. So, die Sache ist die. Sollte das jetzt letzten Freitag der Boden gewesen sein? Gute Chancen dafür. Ja, ich würde es mir wünschen. Brauchen wir jetzt noch immer ein Higher Low. Dasselbe wie bei DGT, dasselbe wie bei Beyond. Ein Higher Low mit unseren typischen A, B, C, Lower High, Midpoint, T, wie an der A. Und das ist unser Buy-in-Point dann. Ja. Ich glaube nicht, wir werden über $2 für dieses Higher Low gehen. Und klarerweise dürfen wir hier nicht niedriger kommen. Was passiert dann? Oder nein, sagen wir als erstes, wie lange könnte das dauern? Könnte das dauern? Naja, schauen wir uns mal alles an. Also in dem Fall schauen wir uns 2020 an. Da hat es vom V bis zum Ende des Higher Lows 9 Tage gedauert. Das war das erste Mal. In 2024 war vom Boden bis zum Ende des Higher Lows 24 Tage. Und wenn man sich jetzt 2025 anschaut, vom Boden bis zum Ende des Higher Lows 26 Tage. Und dann noch ein kleiner Channel. Ist es also so weit hergeholt, dass man sagt, wir brauchen jetzt 28 Tage? Also vom letzten Freitag 28 Tage, haut uns genau Freitag, den 30. Jänner. Und wir wissen ja, dass AMC gerne freitags, montags dann anfängt zu rennen. Also in dem Fall wäre der 30. Jänner unser V&A. Das heißt A, B, C, L, M, T. Squeeze. Das wäre, was wäre das? 30. Jänner. Das bedeutet 2. Februar. Also, schauen wir mal. Ja. Ich sage jetzt einmal 2. Februar. Mal schauen, ob ich richtig liege. Wenn, wäre es perfekt. Dann habe ich das jetzt auf Video aufgenommen. Ja. Vielleicht. Vielleicht geht es auch schneller. Ja. Die Sache ist halt, ihr braucht es mir nicht glauben. Ihr könnt es auch jetzt schon reinkaufen. Ja. Solltet ihr wie immer dann sehen, dass wir plötzlich einen Peak bekommen und nachher ein Lower High machen, ja, dann werden wir runtergehen. Und dann schaut einfach, wo ist unser A. Und dann seht ihr, sobald wir auf 1 Cent unter das W an der A fallen, ich meine, ich werde dann natürlich auch ein Video dafür machen, sollte das wirklich an einem Freitag sein, werde ich es auch noch während der Börse machen. Perfekter Buy-in-Target. Okay, was passiert dann? Weil geht ja um Preisziele. So, die Sache ist die, weil auch hier wieder aus der englischen Predictor-Welt kommt ja der Unendlichkeits-Squeeze. Okay. Und vor allem, es wird ein One-Part-Squeeze. Also wir knallen einfach nach oben. Ja. Ich bin einer von den Leuten,
Ich erwarte mir einen Zwei-Part-Squeeze. Ich meine, wenn wir einen Ein-Part-Squeeze bekommen, okay, ich freue mich auf, super. Wir gappen einfach und öffnen bei 800. Ich werde mich nicht aufregen. Ich gehe trotzdem aber von einem Zwei-Part-Squeeze aus. Wie hoch wird der gehen? Dasselbe, was ich bei den anderen gezeigt habe. Für einen Zwei-Part-Squeeze müssen wir über diese Linie. Und wieder mal, unser A bekommt einen Pullback. Das bedeutet, sollte das jetzt diesen Freitag, also letzten Freitag, unser Boden gewesen sein und sollten wir im Jänner laufen oder sagen wir im Februar, dann wird unser Ziel, so blöd es sich jetzt auch anhört, 177 sein. Das wird unser A-Punkt sein. Warum? Naja, wir schießen nach oben. Und der Pullback, diesmal für AMC gehe ich davon aus, es wird nicht die 0.5 sein, es wird der 0.618 sein. Und der perfekte Breakout Retest. Warum? Naja, dann schauen wir uns an. Was haben wir 2020 gemacht? Wir nehmen den niedrigsten Punkt, gehen rauf zum Peer. Wo ist der niedrigste Punkt? Hier ist der niedrigste Punkt. Gehen wir rauf. Damit wir alle Candles haben. Oh, hier. Niedrigster Punkt. Rauf zum nächsten Punkt. Seht ihr das? Rauf, runter zum fast zum 0.61. Und dann der Bounce. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir ziemlich sicher das hier bekommen. Ja? Dann knallen wir runter. In dem Fall wäre es $9 irgendwas. Deswegen ist es so gefährlich, wenn Leute sagen, es wird ein 100%iger Ein-Part-Squeeze werden. Ja? Weil wenn nicht, und diese Leute glauben diesen Bullshit, werden die hier wieder nicht verkaufen. Werden wieder alles verlieren hier hinunter. Und wenn es ein Two-Part-Squeeze ist, ja, das passiert vielleicht Februar. Oder wenn es schneller geht, Jänner. Okay. Aber dann machen wir den Bullshit. Und der wird 100%ig bis Juni dann dauern. Wenn nicht sogar länger. Ja, das hier. Ja, mit Optionen killt euch dieser Pullback. Ich sag's nur. Dann schießen wir nach oben. Wie auch in 2020, ich glaube nicht, wir sehen einen B-Pullback, weil haben wir 2020 auch nicht gemacht. Wir werden dann einfach, wo auch immer unser C ist, hingehen. Meiner Meinung nach für Juni, wenn es im Juni stattfindet, wäre das 878. Irgendwo da. Ja. Und dann wieder, aber das interessiert dann eh niemand mehr. Ja. Das war's, glaube ich, für AMC. Ja. Na dann letztes GameStop. So, da gehen wir als erstes aufs Weekly. Hier. So, als erstes das rausgezoomte Makro-Tracking. Für den Fall war das hier unser Higher Low. Ne? Und seit Februar 2003 bis April 2020 war unser A. Und seit April 2020 dann unser Squeeze bis nach April 2024 war einfach nur unser B. Und seit April 2024 bis heute ist einfach nur das Higher Low von B. Wann auch immer das jetzt fertig ist, werde ich gleich zeigen, kommt unser nächstes C. Auch hier, ich bin keiner von denen, die euch sagen werden, wir gehen zu 5000. Infinite Squeeze. Ich gehe noch immer von Regeln aus, in dem Fall diese Trendlinie hier. Das bedeutet, irgendwo, wenn es Jänner, Februar sein wird, wird der Peak so $3,68 sein. Vielleicht gehen wir auch ein bisschen drüber, wie hier in 2008, aber das ist mein Ziel. Ja, nicht höher. Deswegen habe ich auch gesagt, AMC könnte dieses Mal das bessere Play sein, weil man viel höher, vom viel niedrigen Punkt viel höher schießt. Schauen wir mal. Ist dieses
Higher Low fertig. Ja. So, schauen wir uns das an. Hier 2 Varianten. So. Vor allem, weil in der englischen Sphäre mal wieder alle sagen, next week. Und vor allem, das ist das Higher Low. Nächste Woche rennen wir. Für mich kann es kein Higher Low sein. Aber einfach als Alternative sagen wir, 20. November war unser Low. Warum ist das für mich nicht möglich? Ganz einfach mit meinen Regeln. Schaut, hier hat das M angefangen. Und normalerweise, was bei jeder Aktie funktioniert, für das Beenden des M müssen wir unter diese Linie. Sind wir eindeutig nicht. Und erst dann kann T starten. Aber bei GameStop passiert das manchmal. Manchmal startet das T wirklich von einem Higher Low. Somit okay. Für den Fall kann ich sagen, als Alternative war das unser Higher Low. Okay. Werden wir deswegen nächste Woche rennen? Meiner Meinung nach 99% nein. Weil erstens AMC ist noch nicht so weit und es ist ja die bekannte Regel, die 2 rennen gemeinsam. Davon gehe ich auch aus. Was würde also GameStop jetzt machen? Ja, GameStop würde jetzt ein A machen. Ja? Und dasselbe wie immer, wir nehmen unser Low, 0.5. Das bedeutet, wir würden jetzt nach oben schießen. Wahrscheinlich nicht höher als 28,29 bei unserem T. Das wäre unser A. Fallen wieder runter. Wäre unser Breakout Retest oder einfach nur unser 0.5. An dem Punkt wäre für mich dann der Punkt, wo man sagt, AMC ist auch fertig mit seinem Higher Low und beide starten. Okay? So viel dazu für die bullische Variante. Für meine Hauptvariante bin ich aber noch immer der Meinung, das ist unser T, das ist das kleine T und wir müssen unter allen Umständen zumindest 1 Cent unter 19,60. Mein Preisziel war und ist noch immer 17,58. Einfach damit wir unter dieses Level fallen. Ja? Dann machen wir vielleicht ein Micro Higher Low und dann gehen wir. Ich möchte das hier in den nächsten 2 Wochen sehen. Ja? Einfach, ich gehe davon aus, dass wir das in den nächsten Wochen sehen. Und zu der Higher Low Theorie, ja, sollten wir die Antwort eigentlich diese Woche bekommen. Wenn wir hier weiter raufgehen und sagen wir gehen über 21,58, okay, dann ist an der Higher Low Theorie wirklich was dran. Absolute Bestätigung, wenn wir über 23,16 gehen. Dann ist meine Alternative tot. So hoch sollten wir nicht gehen. Falls ich recht habe, war das hier am Freitag unser kleines T. Und in dem Fall werden wir nächste Woche entweder ein drastisches Knife sehen oder langsam runtergehen und dann ein drastisches Knife sehen. Ja, ich gehe noch immer davon aus. Schauen wir mal. Zu guter Letzt für AMC und GME eine absolut bärische Alternative, weil man soll sie immer zeigen. Die absolut bärische Alternative für GameStop wäre, das Ganze hier ist unser Higher Low. Ja, also bis zum Squeeze im März 2020. Und was wir seitdem gemacht haben, ist einfach nur A. Und um genauer zu sagen, wir sind noch nicht einmal fertig mit unserem Midpoint. In dem Fall müssen wir niedriger kommen als April 2024, würden dann wieder hochkommen, sagen wir irgendwas bei 40, das wäre erst unser T. Und dann, weil A endet ja immer in einer 0.5, bedeutet ganz unten bis zu unserem Peak, müssen wir Richtung $9 gehen. Ja? Und dann erst gehen wir rauf zu B. Ja? Die Preise sind gar nicht das Schlimme.
Das Problem, falls wir das hier machen, bedeutet, das dauert 2 bis 5 Jahre. Das garantiere ich euch. Und in dem Fall macht AMC entweder einen Reverse Split noch einmal oder stirbt. GameStop wird das überleben. AMC nicht. Ja, oder eher nicht. Ich glaube noch nicht dran. Ja, aber es sei dazu gesagt, wenn wir unter 13 fallen, ja, dann reden wir wieder drüber. Ja, sehe ich noch nicht, aber behaltet das im Hinterkopf. Ja, es ist nicht so, wie viele andere sagen, ein 100%ig sicheres Play. Es schaut gut aus, aber vorsichtig. Okay? Gut. Ja, ich glaube, wir haben alles abgehakt. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like. Vor allem, ich muss sehen, ob ich genug deutschsprachige Zuschauer habe, ob sich das auch wirklich lohnt, weil es ist doch sehr zeitaufwendig. Falls ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Das Erklärvideo kommt hierhin, Playlist hier. Und falls ihr mehr Videos sehen wollt, hier ist der Abo-Knopf. Schauen wir, was nächste Woche passiert. Wir sehen uns.